Servus YouTuber und willkommen bei RL Photo Pro. Ja, heute kommt ein relativ langes Video, drum auch nur eine kurze Einleitung. Es geht nämlich um alle Einstellungen des Xiaomi 15 Ultra. Der ein oder andere kennt die Videos vielleicht schon von mir. Ich habe die auch schon zum Samsung Galaxy S25 Ultra und zum Honor Magic V3 gemacht. Wenn euch die also interessieren, schaut gerne mal bei mir vorbei. Ansonsten natürlich Like nicht vergessen und ein Abo dalassen. Es wird auch noch einiges zu den Geräten kommen. Und auch zu dem Fold 7, wenn es denn dann im Juli hoffentlich released wird bzw. vorgestellt wird von Samsung. Ansonsten geht es jetzt um das Xiaomi 15 Ultra, wie gesagt, von daher würde ich sagen, Film ab. So, und damit sind wir jetzt in den Einstellungen des Xiaomi 15 Ultra. Und ganz oben finden wir wieder die Suchleiste, ganz typisch, wo man eben nach bestimmten Sachen suchen kann, wenn man mal was nicht findet. Sprich, wenn ihr jetzt auch eine Funktion, die ihr bei mir seht, schneller finden wollt, gebt einfach oben den Suchbegriff ein oder fangt zumindest damit an. Meistens kommt der entsprechende Befehl dann schon früher, von daher probiert es einfach mal aus. Ja, zum Beispiel jetzt hier, wenn ich den Akku will, findet er alles entsprechend zum Akku. Und damit kommen wir zum ersten Punkt in den Einstellungen der Xiaomi 15 Ultra, und zwar über das Telefon. Und da seht ihr erstmal, dass hier HyperOS installiert ist, die Version 2.0.105.0. Das ist der Stand aktuell, den ich eben drauf habe, mit dem Sicherheitspatch vom Mai. Entsprechend fragen immer mal wieder Leute auch, ja, wo kann ich denn überhaupt hier nach Updates suchen? Ja, ich finde hier nichts. Normalerweise gibt es da irgendwie auf Aktualisierung prüfen oder ähnliches. Bei HyperOS von Xiaomi ist es tatsächlich so, ihr klickt hier auf diese Versionsnummer und dann wird nach dem Update gesucht. Ich finde es ein bisschen kurios, warum macht man da nicht einfach einen Punkt? Gut. Egal, ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wie es funktioniert. Dann habt ihr Gerätename, den Speicher, da wird dann auch so ein bisschen aufgegliedert, ganz schön, was denn an Speicher belegt ist und wie viel das ist. Das lädt dann immer ein bisschen, das dauert, weil er eben auch schaut, wie viele Bilder sind da auf eurem Smartphone, Videos etc. Da gibt es auch eine Tiefenreinigung, so Bereinigungstools. Ich halte da immer nicht ganz so viel davon und braucht es eigentlich auch in dem Fall eher weniger. Ansonsten Betriebssystemversion, wenn ihr da mehrfach draufklickt, schaltet ihr wieder die Entwicklereinstellungen frei, dann die Betriebssystemversion, Android-Version und so weiter. Dann habt ihr noch die detaillierten Informationen und Spezifikationen, da steht halt nochmal alles zum Gerät mit dabei und bei Status findet ihr dann auch eure E-Mail, falls ihr die mal braucht. Ansonsten sichern und wiederherstellen. Ja, ihr habt beim Xiaomi 15 Ultra mehrere Optionen. Ihr könnt lokal auf dem Smartphone Sicherungen anlegen, auf dem Computer, in der Cloud von Xiaomi natürlich und diese Standard Google Sicherung hier unten, die ihr dann auch noch erstellen könnt, wie ihr das eben selbst wollt. Updater für System-Apps, das ist eigentlich, wenn für eure System-Apps irgendwelche Updates zur Verfügung stehen, dann könnt ihr da eben die Updates sehen. Ich habe hier oben über die 3 Punkte in den Einstellungen die Aktualisierungsbenachrichtigungen aus und die automatische Aktualisierung an. Entsprechend taucht da eigentlich bei mir so gut wie nie was auf. Dann kommen wir zum WLAN. Beim WLAN ist eigentlich alles ganz basic erstmal, aber es gibt eben diese Netzwerkbeschleunigung bei Xiaomi und die hat Vor- und Nachteile, sage ich jetzt mal. Bei mir waren es eher Negativseiten oder sind es immer noch. Ich habe das Thema auch leider nie ganz rausbekommen. Bei Samsung oder bei Honor etc. hatte ich da nie Probleme mit irgendeinem WLAN-Zeug. Also hier hatte ich immer mal wieder die Meldung, dass das Kennwort für das Netzwerk nicht korrekt sei. Mir haben auch bei meinem Video damals dazu ein paar Leute drunter geschrieben, die kennen das. Da haben die schon etliche Dinge probiert mit 5G und 2,4G quasi trennen, also die Gigahertz-Bänder quasi getrennte WLANs machen. Das habe ich auch probiert, das hat bei mir leider nicht so geholfen, ehrlich gesagt. Mir ist dann aufgefallen, dass es hauptsächlich ist, wenn ich auch Wi-Fi 7 bei meinem Router aktiv habe. Aber ich werde es jetzt nicht deaktivieren, nur weil der Xiaomi bei diesen Netzwerkboost ein Problem hat. Von daher habe ich eben diesen Dualband WLAN Geschwindigkeitsboost immer aus
und dann passiert es auch nicht. Einen wirklichen Unterschied merke ich auch nicht, ehrlich gesagt, wenn ich das an oder aus hatte. Also selbst wenn er nicht mit Wi-Fi 7, sondern mit einem Wi-Fi 6 Netzwerk plus einem zweiten WLAN-Netzwerk verbunden war. Ich habe das mal getestet mit meinem Starlink Mini plus eben dem Smartphone im Heimnetz entsprechend, also zwei unterschiedliche WLANs, und ich habe da wenig Unterschied gemerkt. Was ich ganz gern nutze, ist mobile Daten für höhere Geschwindigkeit verwenden, weil ich einfach einen Vertrag habe, wo das relativ egal ist zu Hause, wenn er da für Instagram, YouTube oder eBay was zieht. Entsprechend habe ich das aktiv, und bei den weiteren Einstellungen, da findet ihr eben die gespeicherten Netzwerke, die könnt ihr verwalten, löschen und Zertifikate installieren entsprechend. Das brauche ich jetzt nicht mit den Zertifikaten, ansonsten ist da nicht viel zu finden. Kommen wir zu Bluetooth. Bluetooth kann man auch wieder einen Gerätenamen entsprechend vergeben, und dann kommt eine Neuerung bei Xiaomi, die hatte ich jetzt so bei Samsung oder Honor eben auch noch nicht, und zwar die Bluetooth-Version kann man updaten oder sollte man auch ab und zu mal reingucken. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch eine Aktualisierung parat, die habe ich jetzt extra mal nicht gemacht, damit ich es euch zeigen kann. Und zwar werden da immer mal wieder bestimmte Protokolle oder auch Geräte neu supported etc. Also muss man immer mal vielleicht ein bisschen drauf schauen. Das Update führe ich später dann aus. Ansonsten Bluetooth habt ihr auch wieder weitere Einstellungen, kompatible Geräte koppeln, In-Band-Klingeltöne erlauben. Ja, also das ist halt eher so Basic-Zeug, und man kann auch Geräte blockieren etc. Bluetooth von daher auch nicht mega spannend. Mobile Netzwerke, da habt ihr wie immer eure SIM-Karten. Wenn ihr zwei eingelegt habt, natürlich zwei. eSIM könnt ihr für die SIM 2 einstellen, wenn ihr es braucht. Ich habe das im Ausland immer, dass ich irgendwie, was weiß ich, in der USA bin, habe ich mir so eSIMs günstige im Internet für ein bisschen mobiles Datenvolumen gekauft. Installiert, ist halt super praktisch. eSIM, soweit ich weiß, aber nur bei der globalen Variante vom Xiaomi 15 Ultra. Wenn ihr eine chinesische Variante habt, ist es, soweit ich das weiß, nicht mit dabei. Datenroaming ist eigentlich auch nicht weiter speziell, bis auf eine Einstellung. Ihr habt eben das Roaming immer, bei Ausnahmen oder nie. Und könnt aber auch ein tägliches Limit. Das finde ich ist eigentlich ganz cool. Da könnt ihr wirklich sagen, ach, ich will so und so viel MB oder Gigabyte pro Tag maximal. Und was soll er dann machen? Ne? Warnen und ausschalten oder nur eine Warnung anzeigen? Finde ich halt schon praktisch, gerade wenn man sagt, wie ich es gemacht hatte in der USA. Ich habe eine SIM-Karte gehabt mit 10 GB, hauptsächlich für Navigation und so weiter. Und habe mir gedacht, okay, ich stelle mal so bei 8 GB eine Warnung ein, dass ich weiß, alles klar, ich habe nur noch 2 GB übrig. Entsprechend ist es, glaube ich, sinnvoll, ich nutze es vielleicht nur noch für WhatsApp oder irgendwelche wichtigen Dinge, wo ich sage, ich schicke jetzt keine Bilder mehr, keine Videos oder mache halt solche Sachen nicht mehr. Bei Google Maps würde ich sowieso immer die Karten runterladen im Ausland, aber das ist ein anderer Punkt. Ansonsten habt ihr bei Mobilfunknetzen eben noch eure SIM-Karte, wo ihr entsprechend dann halt, sage ich mal, Zugangspunkte, das ganze Basic-Zeug und so weiter einstellen könnt. 2G zulassen oder auch nicht, je nachdem wie man will. Voice over LTE kann man noch aktivieren, WLAN-Anrufe, ob das gewünscht ist oder nicht, und Netzwerkeinstellungen. Dann sind wir bei der Interkonnektivität, und da bin ich tatsächlich raus. Ich habe keine anderen Xiaomi-Geräte, von daher ist es für mich nicht interessant. Wenn ihr Xiaomi-Geräte habt, könnt ihr aber das eben mit anderen Xiaomi-Geräten, Tablets etc. schön synchronisieren lassen. Den persönlichen Hotspot, den kennt man ja auch. Viele Handys haben das in den WLAN-Einstellungen oder bei weiteren Einstellungen. Hier ist ein extra Punkt. Den Hotspot kann man eben aktivieren, deaktivieren ganz oben. Dann könnt ihr natürlich den Hotspot entsprechend einrichten, Namen, Passwort und so weiter vergeben. Die Sicherheit könnt ihr auswählen, Gerätekennung, persönlicher oder Standard. Ja, weiß ich jetzt nicht, was das viel ändert, ehrlich gesagt. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Das Band, ob 2,4 oder 5 GHz, könnt ihr einstellen, und ob er die SSID verstecken soll. Also SSID ist immer der Netzwerkname. Dann könnt ihr den entsprechend verstecken lassen.
Ansonsten könnt ihr 6. Generation WLAN, also AX Standard, entsprechend aktivieren, wenn ihr das wollt. Ich habe das an. Automatisch ausschalten, das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Laptop fertig bin, ich vergesse irgendwie am Smartphone das auszuschalten, geht er halt aus. Das habe ich auch immer an. Bluetooth Tethering etc. etc. VPN habe ich auch im Ausland immer mal wieder genutzt. Ich nutze da die kostenlose Version von Urban VPN, die funktioniert auch recht gut und kann man auch dauerhaft aktiv schalten. Also ist jetzt auch sehr basic und braucht man eigentlich sehr selten, ich zumindest. Mehrere Verbindungsoptionen haben wir da noch. Den Flugmodus, entsprechend finden wir da eine DNS, den man einstellen kann, Private DNS. Xiaomi Share nutze ich eigentlich gar nicht. Also da nehme ich eigentlich immer Quick Share, wenn ich sowas nutze. Für Daten schnell hin und her schicken, zum Beispiel Bilder zu meiner Freundin oder sowas. NFC, ganz klassisch, Google Pay und so weiter, was man alles so standardmäßig eintragen kann. Übertragen haben wir noch, das ist quasi eine Art Screensharing über WLAN, die könnt ihr aktivieren. Dann sucht er eben nach einem TV-Gerät in der Nähe, was WLAN verfügbar hätte, um den Screen zu sharen. Ist aber leider nichts wie Samsung DeX, das finde ich immer noch ein bisschen schade. Ja, vielleicht kommt da mal noch was. Ansonsten haben wir hier standardmäßig Drucken, die Druckdienste, Link zu Windows, das nutze ich allerdings nicht. Entsprechend gehe ich da zurück. Hier können wir auch mal noch eine WLAN-Anzeige machen, also das ist quasi drahtlos einen Bildschirm verbinden. Ja, ist prinzipiell dasselbe, da hat man eben verschiedene Screens von Google, in dem Fall Google Home Assistant Geräte. Datennutzung, da sieht man eben, was man so verbraucht hat im letzten Zeitraum, beziehungsweise heute, gestern, letzten Monat etc. etc. Dann haben wir WLAN-Modus, mobile Netzwerk und Bluetooth zurücksetzen. Das ist manchmal ganz hilfreich, wenn ihr wirklich Probleme habt mit WLAN. Irgendwie die Verbindung wird ständig getrennt, euer Boost von Dual WLAN ist auch ausgeschalten und ihr wisst da nicht weiter. Geht da rein, setzt WLAN mal zurück. Werden aber auch alle gespeicherten Netzwerke mitgelöscht, das muss man wissen, genauso bei Bluetooth. Da wird dann wirklich jedes Gerät rausgelöscht. Ist aber manchmal ganz hilfreich. Chromebook kann man auch verknüpfen. Quickshare ist eigentlich das, was ich immer nutze, um irgendwelche Bilder und so weiter zu teilen. Und Android Auto kann man da auch noch einstellen. Dann kommt ein Punkt, der ist für mich immer noch nicht ganz so schlüssig, warum er überhaupt da ist. Xiaomi Hyper AI, das ist für mich eher so was wie eine Art Anleitung, was Xiaomi so alles bietet und auch Gemini ist damit drin. Also die KI-Assistenz im Endeffekt. Also da findet ihr wirklich alles, ja, eigentlich nur eine Animation, also ihr könnt hier auch nirgends drauf gehen, wo ich sage, ja, erstell mir gleich so einen dynamischen KI-Hintergrund aus einem Bild, wo ich in der Galerie gemacht habe, was weiß ich, ein schönes Urlaubsfoto, jetzt soll er die Welle animieren wie hier, kann ich nicht. Also muss ich eigentlich immer rein in die Personalisierung, das zeige ich euch dann noch, aber prinzipiell ist es hier nur eine Art Anleitung, was ist alles dabei, was kann man hier so machen, da könnt ihr mal reinschauen, ist aber wirklich nicht so spektakulär, ehrlich gesagt. Dann der Sperrbildschirm. Ganz klassisch, wann soll er nach Inaktivität dann im Endeffekt ausgehen, der Bildschirm. Gerät anheben zum Aufwecken, das brauche ich jetzt nicht. Doppeltippen zum Aufwecken. Der zweite Punkt ist hier, finde ich, ein bisschen schwierig beschrieben. Da steht ja eben, tippe doppelt, um aufzuwecken oder den Bildschirm auszuschalten, wenn das Gerät gesperrt ist. Auszuschalten, wenn das Gerät gesperrt ist, ist quasi, wenn ihr im Lockscreen schon seid und nochmal doppelt tippt, dann geht er ganz aus. Es geht leider nicht, wenn ihr irgendwo im Bereich der Taskleiste oder oben oder sowas dann tippt auf dem leeren Bereich, dass es ausgeht, wie es bei vielen anderen Smartphones ist. Dann, ob ihr den Sperrbildschirm mit Drücken und Halten, wenn ihr drin seid, eben bearbeiten könnt. Das heißt, ihr geht hier rein, jetzt muss ich es noch ein bisschen hochhalten, sonst erkennt ihr mein Gesicht. Dann könnt ihr hier unten den Sperrbildschirm anpassen und entsprechend dann neu einrichten. Zeige ich euch aber dann noch in der Personalisierung. Ansonsten habt ihr hier noch das Hintergrundkarussell. Ja, also die Übersetzungen sind teilweise echt ein bisschen seltsam, finde ich zumindest immer bei Xiaomi im Vergleich zu anderen Herstellern.
Sperrbildschirm Hintergrundkarussell ist eigentlich, dass er immer, wenn das Display aus ist und wieder angeht, ein neues Hintergrundbild kommt. Brauche ich jetzt eher nicht. Ist für mich eher eine Spielerei als sinnvoll, aber vielleicht mag es ja trotzdem der ein oder andere. Kamera starten, das finde ich eigentlich ganz praktisch. Wenn man zweimal die Leiser-Taste drückt, dann kann man sagen, die Kamera soll öffnen oder er kann gleich ein Bild aufnehmen. Ich sage immer Kamera öffnen. Im Taschenmodus habe ich immer aktiv, dass er halt erkennt, ist es in der Hosentasche, kommt man vielleicht irgendwie mit den Fingern, wenn man im Winter gerade mal die Hände in der Hosentasche hat, hin. Dann würde das mit dem Doppeltipp quasi angehen. Man verstellt vielleicht irgendwas, wie auch immer. Und man verstellt dann vielleicht irgendwas, also von daher, ich lasse es immer an, habe damit eigentlich nie irgendwie Negativerfahrungen gemacht. Benachrichtigungen und Statusleiste. Da habt ihr eben verschiedene Benachrichtigungstypen. Das könnt ihr auch selber mal einfach durchschauen. Also da seht ihr eben, was alles für Apps dafür, für welche Benachrichtigung und so weiter dann entsprechend aktiv sein darf. Also welche darf das nutzen und könnt auch da die App-Benachrichtigungen anpassen etc. Also den Stil, ob es klassisch oder wie bei Android sein soll. Ich habe es nach Android, das gefällt mir einfach ein bisschen besser, ist ein bisschen kompakter. Anzahl der Benachrichtigungssymbole, ich habe immer eins, dass er oben eben nur eins hat und dann kommen Punkte. Ich kann auch 3 Symbole machen, dann wird er mehr anzeigen. Ja, ich mag es eher kompakt, ich schaue dann sowieso oben rein, was denn überhaupt Thema ist. Verbindungsgeschwindigkeit anzeigen kann ich auch mal aktivieren, da sehe ich dann oben in der Leiste die Internetgeschwindigkeit, die er gerade hat. Beim Download Anbietername ändern, da kann man dann theoretisch den Anbieternamen noch ändern. Da könnte ich jetzt dann hier reinschreiben, was weiß ich, nur O2, wenn ich will, in dem Fall. Dann steht nur O2 drin. Ja, eine nette Spielerei, für mich aber nicht so relevant, aber meine Freundin hat schon mal gebraucht. Und zwar stand da nämlich dort privat und geschäftlich. Das fand ich eigentlich ganz praktisch. Akkuanzeige kann man eben entweder so, dann wird oben nur der Akku als Symbol angezeigt, dann einmal, so wie es ich immer habe, mit der Prozent innen drin oder die Prozente rechts daneben. Da wird mir das aber oben einfach zu voll. Ich habe es gerne schön kompakt. Die Notch kann man auch entsprechend immer anzeigen lassen oder ausblenden, beziehungsweise automatisch. Ich habe es immer automatisch. Ich mag diesen schwarzen Balken oben nicht. Bin immer ganz froh, wenn das einfach nur die Notch ausschneidet. Man gewöhnt sich dran, ich zumindest. Ist halt Geschmackssache. Und in manchen Apps ist es halt vielleicht blöd, weil die nicht angepasst sind und dann ist irgendein Text oder irgendein Schriftzug oder irgendwas dann überdeckt mit der Kamera. Elemente, die auf dem Sperrbildschirm nach dem Herunterwischen angezeigt werden, ist eben Benachrichtigungsleiste, Kontrollzentrum und Gerätekontrollen. Da könnt ihr eben das hier zum Beispiel anzeigen lassen oder Benachrichtigungen etc. Dann die Gerätekontrollen, ja, das ist im Prinzip das hier, Xiaomi Home, wo ihr dann entsprechend bestimmte Geräte anzeigen lassen könnt und auch sagen könnt, alles klar, die kann ich darüber steuern. Ich nutze es manchmal, aber nicht so oft. Xiaomi Smart Hub ist dann auch nochmal so ein Steuerzentrum. Warum ich es jetzt unbedingt doppelt und dreifach brauche, keine Ahnung, vielleicht wird es mal noch vereinfacht. Dann habt ihr hier unten noch einen Punkt, den finde ich eigentlich ganz interessant und ich habe den jetzt auch in den anderen Einstellungen bisher noch nicht gefunden. Vielleicht fällt es in dem Video noch auf. Zwar den Benachrichtigungseffekt. Wenn ihr eine Benachrichtigung bekommt, kann das Display zum Beispiel angehen und eine neue Benachrichtigung anzeigen. Oder eben dieser seitliche Leuchteffekt, den gibt es auch. Oder hier dieses ja, etwas punktmäßige, was dann da so reinfliegt, dass ihr einfach nochmal optisch seht, ah ja, ich habe eine Benachrichtigung bekommen, im Display tut sich was, wenn ihr jetzt vielleicht keine Smartwatch habt, die euch dann da entsprechend hinweist. Beim Startbildschirm könnt ihr entsprechend den Startbildschirm einstellen, ob ihr das für mich eigentlich klassisch wollt, hier mit dieser App-Schublade. So habe ich immer zumindest aktiv, dass ich nach oben wische und die Apps werden angezeigt und am Homescreen habe ich nur die Apps oder Ordner, die ich eben brauche. Klassisch wäre, dass alles auf den Homescreens quasi verteilt ist.
und ihr nach rechts rüberwischen könnt und euch bestimmte Gruppen oder sowas anlegen könnt. Ist nicht so ganz mein Fall. Und Light-Modus ist wirklich sehr basic, große Symbole und so weiter. Denke eher mal für ältere Menschen, die vielleicht so ein Smartphone nutzen wollen, gedacht. App-Vorschläge habe ich deaktiviert. Ich mag das nicht, wenn ich App-Vorschläge bekomme für meistgenutzte Apps oder so. App-Kategorien habe ich auch aus. Ich brauche keine Kategorien. Hintergründe, die habe ich dunkel. Ihr könnt es aber ein bisschen anpassen und könnt auch sagen, wie stark eben die Transparenz sein soll. Dann Scrollleiste ist quasi die App-Übersicht dann entsprechend. Da habe ich A bis Z. Ich mag das einfach alphabetisch sortiert. Original-Layout ist halt, da macht er so eine eigene Sortierung. Ich glaube, man kann es dann auch so umsortieren und so weiter. Ja, ist nicht so mein Fall. Neue App auf den Startbildschirm platzieren mag ich auch nicht. Und Symbole nach Farbe gruppieren brauche ich auch nicht. Ist halt eine Spielerei. Google Discover, ich mag das eigentlich immer ganz gern, wenn ich am Homescreen bin, dass ich rüberwische und da entsprechend dann mein Newsfeed habe. Das lasse ich auf jeden Fall aktiv entsprechend. Dann auf dem Startbildschirm nach unten wischen, das habe ich immer aktiv, dass ich eben mein Kontrollzentrum bzw. Benachrichtigungen entsprechend anzeigen lassen kann beim nach unten wischen. Animationsgeschwindigkeit habe ich auf schnell, dann wirkt auch das ganze Smartphone, finde ich, ein bisschen performanter. Platz von deinstallierten Apps ausfüllen habe ich deaktiviert, Änderungen nicht zulassen auch nicht, etc. Startbildschirm Layout, da habt ihr eben 3 verschiedene Optionen. Ihr könnt 4x6, 4x7 oder 5x9 machen. Ich habe 5x9 und hätte eigentlich gerne 6x9, aber gibt es leider nicht. Systemnavigation, da mag ich die Gesten. Diese Tasten unten, die sind immer nicht ganz so mein Fall. Das war halt früher mal so State of the Art. Mittlerweile ist es für mich die Wischgeste. Und dann kürzlich verwendete Elemente sortieren. Da könnt ihr auch noch wählen, wie hier eben die offenen Apps entsprechend anzeigen soll. Hier sieht man das. Das wären halt dann so 2 nebeneinander. Ich mag das so einzeln, wo ich nach oben wegwischen kann. Bildschirm und Helligkeit. Da ist auch nicht sehr viel Spannendes, ehrlich gesagt. Es gibt wieder den hellen, den dunklen Modus, den ihr einstellen könnt, je nachdem, was euch lieber ist. Beim Dunkelmodus kann man auch sagen, ja, man will nur gewisse Apps im Dunkelmodus haben. Bildschirmhelligkeit, wieder automatisch etc. Erweiterte Texturen. Ja, ich finde es optisch, es macht nur ein Mühe aus, finde ich. Also ganz, ganz filigran, wie ich finde, ich diese erweiterten Texturen ticken besser finde, also von der Schärfe her dann. Farbschema habe ich immer gesättigt und so minimal in den gelben Bereich unten. Ja, ist halt auch Geschmackssache, sage ich mal. Ich bin da so ein bisschen Samsung gebrandmarkt. So ist es zumindest für mich ähnlich wie mein S25 Ultra. Aber ich finde, es ist halt gut, dass man da sehr viele Einstellungsmöglichkeiten hat. Und ja, man kann dann entsprechend auch hier unten kühl, warm anpassen etc. machen. Also wie man das so mag, kann man das da ganz gut anpassen. Dann Lesemodus kann man aktivieren, wenn man möchte. Dann wird der Bildschirm eben schwarz-weiß. Bildwiederholrate, die habe ich auf Standard. Da macht er das automatisch, je nach Bedarf. Man kann es aber auch anpassen und entsprechend zwischen 60 und 120 Hertz hin und her schalten. Bildschirmauflösung, da haben wir einmal Full HD Plus und WQHD Plus. Ich habe WQHD Plus und Energiesparen mit WQHD Plus aktiv. Entsprechend hat er, wenn er es braucht, die höchste Auflösung. Ansonsten regelt er ein bisschen runter, um Energie zu sparen. AI Bilder Engine, da sind wir wieder bei diesem ganzen AI-Kram. Früher hieß es halt Bildverbesserung oder sowas in der Richtung. Super Auflösung, ja, da verbessert er eben Videos ein bisschen, wenn die jetzt vielleicht nicht so die super Qualität haben. Bei AR, HDR-Verbesserung, also HDR, da macht er halt das Ganze ein bisschen poppiger, die Farben ein bisschen poppiger. Und MEMC ist eigentlich was das Ganze ein bisschen flüssiger macht. Das kann man, wenn man mag, bei Bedarf auch entsprechend aktivieren. Bei Schriftart geht er eben in diesen kleinen Store rein, wo ihr verschiedene Schriftarten kaufen könnt.
Ich brauche das nicht unbedingt. Wichtiger ist für mich eher die Schrifteinstellung. Da könnt ihr eben die Schriftgröße entsprechend anpassen, wie ihr es eben braucht. Ihr habt auch verschiedene Schriftarten zur Auswahl und auch da nochmal unterschiedliche Fettgrade, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl das Wort gibt es wahrscheinlich gar nicht, aber ihr seht schon, was ich meine. Also ob das eher fett gedruckt sein soll oder sehr dünn, dann wird es aber auch extrem klein. Bei mir ist eh immer alles relativ klein eingestellt, von daher passt es für mich so im Default. Töne und Vibrationen, da habt ihr entsprechend wieder eure ganzen Töne, Benachrichtigungen, Wecker und so weiter, was das sein soll. Ich nutze sowieso die Google Uhr App und habe da mein YouTube Premium entsprechend mit drin, wo ich eben Songs auswählen kann als Wecker, ist es mir eh lieber. Dann entsprechend die ganzen Standardeinstellungen, ich wische da nochmal so drüber, damit ihr seht, was es da so gibt. Soundeffekt habt ihr Dolby Atmos oder Xiaomi Sound. Ich finde Dolby Atmos am besten mit dem Bass ein bisschen hochgezogen im benutzerdefinierten Equalizer und den immersiven Sound habe ich aus. Ich finde, das klingt für mich zumindest nicht ganz so gut, wie wenn er an ist, aber ist auch wieder Geschmackssache. Die Kopfhörer-Fernbedienungstasten kann man auch noch einstellen, was man da möchte. Und Tasten zuweisen kann man auch, wenn Kopfhörer verbunden sind. Zusätzliche Einstellungen, da seht ihr auch mal, was da noch alles so mit drin ist. Entsprechend pausiert es gern, wenn es euch mehr interessiert. Personalisierung, jetzt geht's los. Und zwar kann man doch relativ viel, finde ich, für einen Xiaomi mittlerweile personalisieren. Ich hatte mal so ein uralt Xiaomi damals, ich weiß gar nicht mehr welches Modell das war. Und das war ja noch nicht optimal. Also hier geht mittlerweile wirklich sehr, sehr viel. Zwar könnt ihr hier auf den Sperrbildschirm drauf gehen. Ich habe den jetzt hier so angepasst mit dem UV-Index entsprechend, mit Uhrzeit, Wetter oben drüber, wann die Sonne aufgeht und wann sie untergeht. Ihr könnt auch hier noch deutlich mehr Szenarien oder beziehungsweise Optiken einstellen. Also ich finde es richtig cool gemacht. Und ihr könnt dann auch ein dynamisches Hintergrundbild mit runterladen, was auch ziemlich cool ist dann so leicht animiert. Ihr könnt das Hintergrundbild, Hintergrundeffekte, Schrifteffekte, die Tiefe, ob es hinter den Berg wandert oder davor. Also da habt ihr wirklich viele Möglichkeiten, da gibt es echt viel Auswahl. Beim Homescreen habt ihr eben auch viele Hintergrundbilder entsprechend dann zur Auswahl. Aber was ich wirklich cool finde, da scrolle ich jetzt auch schon mal kurz hin, dann seht ihr auch mal, was es hier noch so alles gibt, sind diese super Hintergrundbilder. Die finde ich halt richtig geil. Ja, das ist hier zum Beispiel das Always-On-Display, der Lockscreen und der Homescreen. So würde das dann entsprechend ausschauen. Ihr könnt dann auch hier so einen Berg entsprechend, also auch wieder hier der Always-On, Lockscreen und Homescreen. Also richtig geil animiert, finde ich. Also da gibt es auch ein paar Auswahlen und es sollen wohl auch irgendwann noch mehr kommen, aber das steht da, seit ich das Smartphone habe und es hat sich noch nichts getan. Schauen wir mal. Beim Maß zum Beispiel, da könnt ihr auch, das finde ich richtig cool, die Anzeige auch noch auswählen. Das geht bei anderen auch. Und entsprechend verschiedene Krater zum Beispiel oder Hügel, Gebirgsketten, wie auch immer auswählen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dann kommen wir hier zu den eigentlichen Punkten. Sperrbildschirm, das habe ich gerade schon gezeigt. Immer eingeschaltetes Display. Xiaomi, warum nennt ihr es nicht einfach wie jeder Always-On-Display? Ja, ist ja schön und gut, dass alles übersetzt wird, aber es ist halt einfach gefühlt schon ein eingebürgerter Begriff, finde ich, und das verwirrt einfach nur. Ihr könnt hier unter Anzeigeelemente, und ich finde auch das ist wieder echt nicht optimal übersetzt, nämlich einstellen, wie lang soll das Always-On-Display an sein. 10 Sekunden, immer smart, also wenn er erkennt, man schaut aufs Display. Ich habe es immer geplant von 7 bis 23 Uhr und wenn der Energiesparmodus aus ist, dann soll es immer so sein. Wenn nicht, dann soll das ausmachen, das Always-On-Display, also wenn ich quasi unter 20% komme. Dann könnt ihr hier auch wieder entsprechend verschiedene Motive einstellen, Signaturen, analoge Uhren. Die haben auch wirklich manchmal komische Sachen, wie hier so ein Viereck. Naja, gut. Muss jeder selber wissen, was er dann nimmt. Es gibt auf jeden Fall einiges zur Auswahl.
Ich finde, das reicht mir völlig aus. Symbole könnt ihr auch entsprechend anpassen, die Farben oder irgendwie solche Sachen. Also ich lasse es einfach mal Standard. Schriftarten hatten wir gerade schon mal, da gehe ich nicht wieder drauf ein. Benachrichtigungen für immer eingeschaltetes Display, das ist eben auch wieder das, was ich vorhin schon mal gezeigt habe. Da ist es wieder komisch übersetzt, von daher habe ich es auch nicht gefunden. Jetzt weiß ich, wo es wäre. Fingerabdruckeffekte finde ich auch noch ganz witzig. Ist halt wieder so eine Spielerei. Ja, wie soll das sein? Soll das eher so schwarzes Loch mäßig sein von der Animation, wenn man das entsperrt? Oder so? Also viel Spielerei, viel Auswahl, aber ich denke, da ist für jeden was dabei. Hintergrundbild Karussell hat man vorhin auch schon mal, das findet man auch hier wieder. Themen gibt es auch, da würde er jetzt auch in den Store reingehen und entsprechend verschiedene Themen anbieten. Es gibt kostenlose und kostenpflichtige, da gehe ich aber jetzt auch nicht weiter drauf ein. Und diese dynamischen KI-Hintergrundbilder, da habe ich mal ein paar generiert. Das war jetzt von diesem Tau, das habe ich auch bei dem Makro-Foto-Masterclass-Video mit gezeigt gehabt. Ja, finde jetzt nicht optimal. Cool wäre es gewesen, wenn er diese Tropfen runtertropfen hätte lassen. Das wäre irgendwie geil gewesen. Das war eben das Beispielbild, was wir haben. Das ist auch aus einem Bild entstanden. Kann man sich einfach mal ein bisschen rumprobieren. Die Beispiele schauen natürlich ein bisschen besser ausgefüllt wie die eigengenerierten. Fingerabdrücke, Gesicht und Bildschirmsperre ist auch nichts Besonderes im Prinzip. Bildschirmsperre könnt ihr einfach PIN, Muster etc. wieder einführen, wie es halt bei jedem Smartphone ist. Entsperren per Fingerabdruck geht natürlich auch wieder. Da habt ihr dann entsprechend natürlich mehrere Finger, die ihr einspeichern könnt zur Auswahl. Dann Sperrbildschirm soll damit entsperrt werden. Datenschutzpasswort habe ich zwar noch nie gebraucht, aber gut. App-Sperre könnte man damit einrichten, dass bestimmte Apps mit Fingerabdruck geöffnet werden. Verknüpfungen geht auch, habe ich jetzt auch noch nie gebraucht, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, ihr geht dann hier drauf und bleibt drauf und dann kommen Verknüpfungen. Da habe ich jetzt nur Suchen und QR-Code-Scanner. Ja, brauche ich nie, habe ich nie gebraucht, kann man aber aktiviert lassen, wenn man möchte. Mit Fingerabdruck bezahlen, das ist eigentlich nur noch so Hinweiszeug mit den Zertifikaten da entsprechend. Fingerabdruck, Symbole anzeigen, wenn der Bildschirm aus ist. Das ist einfach nur, dass eben entsprechend hier dieser Kringel angezeigt wird, damit ich halt auch entsprechend weiß, wo muss ich überhaupt meinen Finger positionieren, damit es gleich entsperrt wird. Ja, zur Gesichtserkennung ist natürlich wichtig zu sagen, in dem Fall hier, es ist nur eine 2D und keine 3D Gesichtserkennung. Das heißt, es wird ja nur diese eine Kamera benutzt, um das Gesicht zu erkennen. Ich bin immer nicht ganz so der Fan davon, weil es einfach nicht so sicher ist. Also ich würde es auch nicht unbedingt empfehlen. Nichtsdestotrotz habe ich es auch mal eingerichtet und dann seht ihr eben, das funktioniert auch wirklich schnell. Ich schalte das Smartphone ein und es ist sofort entsprechend entsperrt. Ja, man muss das immer, finde ich, selbst abwägen, ob es einem sicher genug ist oder nicht. Also ich habe bis jetzt auch keine negative Erfahrung damit bisher gemacht, aber ja, es gibt eben auch immer mal wieder so Videos, wo eben Bild einfach nur ausgedruckt vor einem hingehalten wird und dann entsperrt. Manche Smartphones verlangen aber eben auch ein Blinzeln oder eine leichte Kopfbewegung etc., damit sie überhaupt entsperrt. Entsperren mit Bluetooth-Gerät, das geht hauptsächlich bei Xiaomi-Geräten, die eben kompatibel sind, werden wahrscheinlich Smartwatches etc. sein. Wenn ihr da bestimmte habt, dann könnt ihr die da mit hinzufügen und euer Gerät ist dann entsperrt, solange das Bluetooth-Gerät gekoppelt ist. Notfälle und Sicherheit haben wir dann noch. Da kann man entsprechend noch Sicherheitsdaten angeben, wenn man es denn braucht, für Notfälle, medizinische Daten, Blutgruppe etc. Also da habt ihr wirklich viele Optionen, die ihr entsprechend mit schon mal vorab eintragen könnt. Datenschutz und Sicherheit ist auch der Android-Standard. Da habt ihr eben das Ganze mal schön in der Übersicht, was ihr da habt. Dann Apps. Bei der App-Sperre, das hatte ich vorhin ja schon mal kurz erwähnt, da könnt ihr eben bestimmte Apps dann entsprechend sperren lassen, wo ihr dann nur noch mit dem Fingerabdruck und Gesichtserkennung oder eben ein Muster entsprechend öffnen könnt. Ansonsten habt ihr da alle Apps immer zur Auswahl.
Dual-Apps finde ich eigentlich ganz praktisch, wenn ihr zum Beispiel mehrere Accounts habt, wie ich bei eBay Kleinanzeigen, oder wenn ihr WhatsApp zum Beispiel zweimal erstellen wollt, also einmal privat, einmal geschäftlich, im selben Profil. Gibt es nämlich auch noch 2 Profile, die man am Smartphone entsprechend einrichten kann, zeige ich dann noch, oder Instagram etc. Dann habt ihr eben die App doppelt geklont quasi und habt 2 verschiedene Accounts, die ihr dann nutzen könnt. Hintergrund Autostart, da könnt ihr eben einstellen, welche Apps im Hintergrund automatisch starten dürfen. Da habe ich jetzt auch nur 5 aktuell drin. Aber wenn ihr auch mal Probleme habt, zum Beispiel, ich hatte das am Anfang mal mit WhatsApp, da war die damals nicht drin, da musste ich die ja im Hintergrund Autostart aktivieren und auch erst dann habe ich meine Benachrichtigungen vernünftig und aktuell immer bekommen. Akku, da seht ihr eben eure Akkulaufzeit, wobei die bei mir eher immer nicht ganz so wirklich gepasst hat. Wie der Akkumodus sein soll, Leistungsmodus, ausgeglichen etc. Der Batterieverbrauch, also was am meisten Batterie aktuell verbraucht. Aufladeoptionen, das ist bei mir halt eine Top-Geschwindigkeit, beides eingestellt. Normalerweise ist es der Standard. Das heißt, der lädt immer ein bisschen so, dass der Akku nicht unbedingt immer total voll gepumpt wird auf die Schnelle, was ja auch für den Akku nicht unbedingt schonend ist. Umgekehrtes kabelloses Laden, das könnt ihr ja auch aktivieren, wenn ihr irgendwie Headsets habt mit einer Ladeschale, die ihr hinten drauf positionieren könnt und dann würde die aufgeladen werden zum Beispiel. Aufladelimit, das ist eben ab wann wird dieses umgekehrte kabellose Laden wieder deaktiviert, könnt ihr ja auch einstellen. Batterieschutz, das ist eben auch nochmal ein gewisser Schutz. Das standardmäßige ist hier der Akkuschutz. Ich habe hier vollständig Laden aktiv. Ihr könnt auch noch Akkuschutz und intelligentes Laden machen, wie ihr das eben wollt. Zusätzliche Funktionen, Cache löschen, wenn Gerät gesperrt ist, nach wie vielen Minuten soll er den Cache leeren, kann ganz hilfreich sein. Was ich aber als hilfreich empfunden habe tatsächlich ist 5G Batteriesparmodus. Der hat tatsächlich ein bisschen Energie gefühlt gespart. Also ich war mit der Akkulaufzeit am Anfang nicht ganz so zufrieden, habe dann hier und da ein bisschen was optimiert und das war ein Punkt entsprechend davon und eben auch unnötige Apps deinstalliert, die vorinstalliert waren. Von daher, da kann man schon noch ein bisschen was rausholen. Ein Ausschalten planen kann man hier auch. Firmware-Updates kann man hier auch entsprechend suchen. Digitales Wohlbefinden und Jugendschutzeinstellungen, da war ich ehrlich gesagt noch nie drin. Also das brauche ich auch nicht so wirklich. Ihr seht ja, was es hier zum Einstellen gibt. Dann habt ihr euer Xiaomi-Konto und Google, da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein, aber auf die weiteren Einstellungen. Da habt ihr wie immer Datum und Uhrzeit, wo ihr das alles verwalten könnt entsprechend. Ihr könnt unten dann auch die Dual Clock machen. Das fand ich halt jetzt zum Beispiel cool im Urlaub. Wenn ihr das nämlich aktiv habt und jetzt hier in meinem Fall Berlin einstellt als Heimatzeitzone, dann zeigt er am Lockscreen im Urlaub dann eben eure Heimatzeitzone an und die aktuelle Zeitzone. Ist schon recht praktisch. Sprache und Eingabe ist standardmäßig wie bei jedem Smartphone. Region ganz normal, Bedienungshilfen. Da sind ein paar Punkte drin, die vielleicht interessant sind. Hier habt ihr erstmal allgemein das Ganze, dann habt ihr oben noch den Reiter Sehen. Und da finde ich zum Beispiel die Anzeigegröße interessant, für mich zumindest. Ihr könnt nämlich hier alles nochmal einen Ticken kleiner machen oder größer, je nachdem wie ihr es wollt. Und ich bin ja wie gesagt der kleine Anzeigengröße-Freak, keine Ahnung warum ich das alles so klein brauche. Dadurch habe ich XS entsprechend eingestellt hier. Farbkorrektur wäre für mich in gewisser Hinsicht auch interessant. Prinzipiell würde ich es so besser erkennen, die Farbdifferenzierung, weil ich eine ganz leichte Rot-Grün-Schwäche habe. Aber ja, ist eben optisch trotzdem nicht so ganz mein Fall. Von daher habe ich es deaktiviert. Animationen entfernen. Wenn euch diese Animationen generell nerven, könnt ihr es hier komplett ausschalten. Text mit hohem Kontrast, dann wird es alles nochmal deutlich kontrastreicher. Bei Hören habt ihr auch noch ein paar Optionen. Was ich aber für einen Bekannten ganz cool fand, war Hörgeräte kann man hier entsprechend speziell koppeln. Da habt ihr eben dann ein bisschen
besseres Feeling und Verwaltung ist auch ein bisschen besser, weil das eben nicht als Bluetooth-Kopfhörer entsprechend erkannt wird dann. Körperlich, da habt ihr auch noch ein paar Optionen. Schaut da einfach mal drüber, falls euch da was interessiert, schreibt es in die Kommentare. Ein-Aus-Taste beendet Anruf, könnte vielleicht für den einen oder anderen noch interessant sein. Ich mag es ehrlich gesagt nicht so, ich hatte das mal aktiv und musste dann was nachschauen und das Display war blöderweise im Lockscreen. Keine Ahnung, normalerweise ist ja dieser Übersichtsbildschirm, wo man auflegen kann und irgendwie war er im Lockscreen. Ich wollte natürlich einschalten, habe automatisch auf die Taste gedrückt und aufgelegt. Ja, seitdem habe ich es wieder aus. Bildschirm automatisch drehen, das habt ihr ja sowieso hier oben auch mit drin im Normalfall. Und die Mauszeiger könnt ihr auch noch entsprechend einstellen, wie lange der automatische Klick und so weiter sein soll, wenn ihr mal eine Bluetooth-Maus zum Beispiel verbindet. Tastatur, Maus und Trackpad habt ihr hier auch noch mit drin. Ja, seht ihr ja, was es da alles so gibt. Gesten-Kurzbefehle, das zeige ich euch auch nur so mal, was ihr da alles einstellen könnt. Und ja, Ein-Aus-Taste, Doppeldrücken startet die Kamera, das habe ich nicht an, weil ich hier lieber die Taschenlampe einschalte, weil ich ja die Kamera schon starte über die Leiser-Taste mit Doppelklick. Von daher habe ich halt zwei Funktionen auf die Tasten, finde ich super praktisch. Was auch noch eine coole Sache ist, ist, wenn ihr zum Beispiel die Rückseite doppeltippt, dann startet hier die Kamera und dann könnt ihr entsprechend auch die Kamera schnell starten, wenn ihr, egal in welcher App ihr seid, doppeltippt, startet entsprechend eben die Kamera oder der Rechner, Lautlosmodus, Alipay, bla bla. Also ihr seht schon, können wir ein bisschen was einstellen, genauso bei dreimal tippen. Was ich auch noch gut fand, ist Ignorieren von versehentlichen Berührungen am Rand. Da kann man eben auch hier die Randempfindlichkeit einstellen, wie weit es reinragen soll. Das ist vor allem bei Hüllen, die ein bisschen überstehen, praktisch, wenn man das ein bisschen breiter machen kann. Ihr seht es ganz grob an diesem dunkelroten Bereich, den er dann anzeigt. Ich habe das ein bisschen breiter entsprechend. Ihr könnt aber auch das hier die Standards machen, aber ich habe es eben benutzerdefiniert. Zugriffshilfe, ja, das sagt mir jetzt relativ wenig, habe ich noch nie gebraucht, muss ich eben sagen. Von daher, das könnt ihr da einstellen, wenn ihr es denn braucht. Einhandmodus, wie ihr den wieder aktivieren könnt, das seht ihr auch hier. Ich brauche den im Normalfall nicht. Bildschirmaufnahme finde ich auch noch ganz cool, gerade wie jetzt in dem Fall, dass eben die Auflösung entsprechend eingestellt werden kann. Das geht jetzt natürlich nicht, aber ihr könnt da eben kleinere Auflösungen auch einstellen. Videoqualität, Ausrichtung etc. etc. Finde ich richtig cool. Und was ich auch cool finde, dass ich Bildschirmsperren zum Beenden ausschalten kann, also deaktivieren, damit ich eben für euch auch sowas hier wie den Lockscreen oder so entsprechend dann auch verfilmen kann. Ansonsten Circle to Search haben wir mit dabei. Das ist ja auch schon so der Standard, wenn man hier unten länger drauf tippt und dann das Ganze einkreist, dass er dann direkt sucht. Schwebendes Fenster, das finde ich immer super praktisch. Auch bei Anrufen zum Beispiel, da kommt dann hier links daneben nochmal ein extra Menü mit Transkribieren. Finde ich auch super interessant. Ist aber leider nicht so gut wie diese Edge-Funktion vom Samsung oder beim Honor Magic V3 ist es auch ein bisschen besser. Da hat man noch so eine Dateiablage und so ein Zeug dabei. Ja, ich habe es am Anfang vermisst. Mittlerweile gewöhnt man sich dran, sage ich mal. Aber es ist nicht das Gelbe vom Ei. Es ist besser wie nichts, aber auch nicht unbedingt das Beste, was man so sich wünschen kann. Dann habt ihr hier noch ein bisschen Demonstrationen für Fenster, wie ihr die entsprechend größer ziehen könnt, minimieren könnt, also schwebende Fenster etc. Gerne einfach mal durchschauen. Speichererweiterung ist nicht euer interner Speicher, sondern der RAM damit gemeint. Also wie viel Arbeitsspeicher kann erweitert werden mit dem internen Speicher. Ich werde es wahrscheinlich wieder deaktivieren. Ich habe da ehrlich gesagt keinen Unterschied gemerkt. Vielleicht merkt man das beim Gaming, das weiß ich nicht. Aber
für mich ist das eher nicht so relevant. Kindersicherung könnt ihr auch einstellen, das habe ich jetzt natürlich nicht. Zweitprofil, das ist das, was ich vorhin kurz gemeint habe. Wenn ihr zum Beispiel euer Handy geschäftlich und privat nutzt, richtet, wenn ihr wollt, ein Zweitprofil ein, dann habt ihr das nämlich wirklich komplett getrennt. Da werden quasi zwei unterschiedliche Speicher angelegt. Ihr könnt es entsprechend dann wirklich voneinander trennen und die entsprechend auch hin und her switchen. Jetzt kommt wieder eine geile Übersetzung, aktive visuelle Wahrnehmung. Ja, das ist nichts anderes wie, soll er erkennen, ob man noch aufs Handy schaut oder nicht und entsprechend dieses bei mir zum Beispiel 2-Minuten-Limit verlängern, weil ich ja noch drauf gucke, oder soll er das Display ausmachen. Ich habe es aktiv, ich finde es ganz praktisch, gerade wenn man mal längere Berichte liest und gerade wie bei mir die Bildschirmauflösung so klein gestellt hat, beziehungsweise eben die Anzeigegröße so klein gestellt hat, ist ja mehr Text da. Überbrücke ich manchmal vielleicht mehr als 2 Minuten entsprechend, ohne Scrollen und anklicken. Und dann ist es auf jeden Fall praktisch. AI Subtitles ist eigentlich nur, dass er Untertitel automatisch generieren soll. Ich brauche das nicht. Konten und synchronisieren, das ist einfach eure ganzen Konten und dass er die synchronisieren könnte oder was er synchronisieren soll. Nutzer, naja, da bin nur ich natürlich gerade drin. Es gibt noch einen Enterprise-Modus, das ist wahrscheinlich für Geschäftskunden, wo das zentral verwaltet wird. Und Entwickleroptionen, die ich eben vorhin schon erwähnt habe, aktiviert habe. OTG ist noch vielleicht für den einen oder anderen interessant. Es gibt manchmal USB-Sticks, die werden nicht so gut erkannt. Ich habe auch leider einen. Und wenn ich dann die Option hier aktiviere, dann wird anscheinend mehr Energie an das USB-Gerät gegeben und entsprechend erkennt er das dann besser. Gerade bei Daten transferieren und so hatte ich da so manchmal meine Probleme, aber wirklich nur bei einer M2 SSD, die ich da angeschlossen habe mit einem USB-Stick bzw. USB-Kabel dann entsprechend, und die hat anscheinend mehr Leistung gezogen, als der USB-Anschluss da in dem Moment dann abgibt. Ja, ansonsten haben wir dann nur noch den Standort und ob er Standort verwenden soll und so weiter. Ist auch nichts wirklich Spannendes, muss man ehrlich sagen, dabei. Ja, Freunde, und das war es tatsächlich dann auch schon von allen Einstellungen des Xiaomi 15 Ultra. Ist ja wieder ein echt langer Walk, also die Screen Recording Aufnahme läuft jetzt seit 1 Stunde und 15 Minuten und auch die Aufnahme hier. Also meine Stimme ist tatsächlich schon leicht am Kratzen, von daher würde ich sagen, halte ich das Ganze jetzt kurz. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder ein Like und ein Abo da lasst. Das würde mich auf jeden Fall gut supporten. Ich freue mich, dass ihr dran geblieben seid und ich hoffe, euch hat das Video geholfen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zu den Einstellungen oder bestimmte Themen vielleicht nochmal irgendwie erklärt wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Bis dahin, zum nächsten Video. Ciao.